hier in dieser Elbphilharmonie zu sein, das ist einfach eines vom Schönsten überhaupt in Europa. Wir sind auch so stolz, dass eine Stadt sich so ein Gebäude geleistet hat und dass das so eine unglaubliche, auch eine Attraktion für Menschen geworden ist, die nicht unbedingt in ein klassisches Konzert gehen würden. Das ist eine Chance für uns, ihnen eben diese Musik so zu präsentieren in diesem wahnsinnigen Rahmen. Ja. Ich habe nicht viel am Hut mit Komponistenjubiläen oder eine Residenz macht was ganz Besonderes. Das kann ich nicht. Ich glaube, jedes Projekt ist eine Schwangerschaft und es braucht eine Zeit und ich kann nur das machen, was ich gerade kann. Aus dem Ärmel fällt mir nichts einfach so. Das heißt, es sind Dinge, die ich mir schon seit langem überlege, die reif sind, aber nicht unbedingt perfekt. Das sind also noch junge Babys, die dann auch fallen dürfen und sich irren können. Ich glaube, Kunst ist eben dafür da, dass man den Menschen demaskiert und ihn nicht in einer perfekten, langweiligen Oberfläche immer wieder zeigt, sonst wäre das ja ein Mausoleum oder plastische Chirurgie. Es geht eben darum, dass wir unsere Seele öffnen mit all den Sünden und Wunden, die wir unser ganzes Leben lang tragen. Man muss jetzt und heute den Leuten zeigen, was in diesen Stücken eigentlich so dermaßen modern damals war, schockierend, überraschend. Nur das Problem ist, die Leute kennen diese Stücke so gut, dass man sie gar nicht mehr überraschen kann. Also all diese harmonischen Wendungen und die gegen die Regeln komponieren, die spüren das alles nicht mehr, inklusive uns auch. Also ich meine, wenn ich jetzt ein Renaissance-Stück spielen würde und da gäbe es einen Tritonus, der sich dann auflöst und einen Schmerz darstellt oder sogar eine teuflische Gefahr und so, das wird nicht wirklich jemand mehr spüren. Ich glaube, wir müssen schon mit den Mitteln arbeiten, die heute sind, die die Menschen sich heute ausdenken. Es gibt ja nicht umsonst eine Zeit, die weitergeht. Also die musikalische Zusammenarbeit mit Patricia ist sehr angenehm, weil sie sich ganz unprätentiös gibt und eigentlich es wirkt die ganze Zeit sehr, sehr konzentriert. Sie hat einen ganz starken Plan und irgendwie ist es sehr, sehr lebendig und vor allem geht es Schlag auf Schlag. I've known her for many, many years now, and it's always an adventure. It's always an experiment in the making, in real time. It takes a lot of energy and a lot of patience and creativity, and so the process is always exhausting but inspiring. And sometimes it works and sometimes it doesn't. And the great thing about it is that we have the time to experiment and find something to say. Ihr Auftreten an verschiedenen Instrumenten, die benutzt ihre Stimme dann eben auch an dem Holzklotz in Usborska, an der Dies Irae ist eigentlich sie ist eine Rundum-Künstlerin, also Performance-Künstlerin eigentlich in dem Moment. Und das ist sehr selten, dass jemand sich so breit aufstellt. Ich empfinde ein Konzert immer als so eine Art Hauskonzert. Ja, da ist die Großmutter, Großvater, das sind Kinder, junge Kinder, sehr beschäftigte Eltern, die nicht sehr viel Zeit haben und ja komm, mach schnell und so. Und dann gibt es aber auch solche, die eine sehr besondere Aufmerksamkeit für etwas haben. Und für die alle müsste man etwas haben im Menü. Etwas Normales oder Bekanntes, für die Kinder etwas Lustiges, Kurzatmiges, Kurzweiliges, schwierigeres Zeug für die, die wirklich neugierig sind und deswegen auch ins Konzert gekommen sind. Also es gibt viele verschiedene Arten, ein Konzert so zu gestalten, dass man jeden erreicht und jedem etwas gibt, was er mitnehmen kann und wofür er dankbar ist.
Die Musiker freuen sich immer wahnsinnig, wenn Patricia kommt. Patricia ist so authentisch und ein wirklich herzerfrischendes Wesen. Sie macht, salopp gesagt, sie macht jeden Scheiß mit. Das ist ein großes Vergnügen. Und auch in dem Programm heute Abend wird sie nicht nur Geige spielen, sondern auch singen und sogar große Trommel spielen als kleine Überraschung. Und das zeigt einfach, was sie für ein Multitalent ist und für eine fantasievolle, vielseitige und dabei immer sympathische, tolle Künstlerin. When I meet with Patricia, you never know how this will end. Because we make this, and then we add this, and then we discover this, and then we can add in a program. The things should be like this, actually. Now with the coronavirus, we understand that we need to be flexible. We are working together like building a laboratory to find the new essence of our emotionality. Always digging in archaeological field of the future to find who we are today. Also das ist vielleicht meine größte Begabung, Menschen zu finden, mit denen ich Ideen entwickeln kann. Ich mag mit Menschen zu arbeiten, weil es entwickeln sich viele unerwartete Dinge. Man kann ja eine Idee haben, aber die ist irgendwie noch abstrakt und dann geht sie durch das andere Gehirn und dann bekommt sie eine neue Form und das andere und zusammen gibt es dann eine Symbiose von vielen Ratschlägen und so kommen die Projekte zustande. I think she's unique, the way she is from the nature, and she doesn't know that. She tries to believe that, but she doesn't know how unique she is. And this is something you understand afterwards, not on the time you are rehearsing and you play. When you are stuck in the mud of the musical system, then you dream of Patricia. She gives a treatment that works not on the moment, but afterwards. She's really great.